Servus Fotofreunde, in diesem Video geht es um Luminar Neo. Letzte Woche ist eine neue Beta-Version herausgekommen und die Leute, die einen Early Bird Luminar Neo Account gekauft haben, die können sich das jetzt runterladen. In diesem Video zeige ich dir, wo du es dir runterladen kannst und ich gebe dir auch den ersten Einblick in das neue Programm. Es sind noch nicht alle Features vorhanden, die es dann im Februar, wenn der richtige Release draußen ist vom Luminar Neo. Aber viele tolle Funktionen sind auch in dieser Version schon verfügbar. Lasst uns einfach mal reinschauen. In dieser neuen Beta-Version von Luminar Neo sind schon einige Features enthalten, aber welche noch fehlen, sind zum Beispiel die Ebenenfunktion, die Vorlagenfunktion und auch die Anbindung an dein iPhone mit Luminar Share. Außerdem fehlt hier im Moment noch das Maskieren AI sowie Portrait AI und Hintergrund-Entfernen-Funktion. Später wird es ja möglich sein, den kompletten Hintergrund zu entfernen, also nicht nur auf den Himmel Einfluss zu nehmen. Außerdem funktioniert bei dieser Version die Plugin-Funktion noch nicht, deshalb solltest du es auch nicht probieren. Und was ganz wichtig ist, alle Änderungen, die du jetzt hier in dieser Version an deinen Bildern vornimmst, können verloren gehen, wenn dann die neue Version herauskommt und du diese Version drüber speicherst. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du die Bilder, die du jetzt hier bearbeitet hast, einmal abspeicherst und wie das geht, das zeige ich dir. Wenn du auch noch ein Luminar Neo Programm kaufen möchtest, dann schau doch mal unten in meine Links. Ich verlinke immer die besten Angebote, die es derzeit gibt und gerade jetzt gibt es nochmal 1000 Lizenzen, die günstiger sind als dann die spätere Vollversion. Natürlich bekommst du mit diesem Link auch die Vollversion dann zugeschickt, aber du fängst eben auch erstmal an mit der Testversion und dann kommt die Vollversion und die Preise sind jetzt noch geringer, als sie dann im Februar sein werden. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Zuerst zeige ich dir, wie du das Programm runterladen kannst und zwar loggst du dich mit deinen Daten ein und klickst dann hier oben auf den kleinen Pfeil nach unten und gehst dann auf My Software. Auf dieser Seite siehst du dann hier oben Luminar Neo Early Access Version. Wenn du das nicht siehst, dann gehörst du nicht zu dem Pool, der diese Funktion nutzen darf und hast vermutlich zu spät die erste Version gekauft. Hier kannst du dann auf den Button klicken und kannst dir noch weitere Informationen holen, hier unten einmal akzeptieren und dann den Download starten. Ja, ihr seht, es gibt jetzt auch hier gar nicht mehr so viele Lizenzen. Gerade eben sagte ich noch 1000, also im Moment sind es noch 812 Lizenzen. Wenn ihr schnell seid, dann könnt ihr euch davon noch eine ergattern. Wenn ihr euch Luminar Neo heruntergeladen habt, dann kannst du hier oben auf Fotos hinzufügen gehen und dir deine Bilder hier hinzufügen. Auf der linken Seite hast du eine Übersicht. Alle Fotos, da hast du eine Übersicht wirklich von allen Bildern, die im Luminar Neo Katalog geladen sind. Dann gibt es 5 Beispielbilder. Diese Bilder dienen dazu, dass du verschiedene Sachen ausprobieren kannst. 2 Porträtbilder und auch Landschaftsbilder sowie auch ein Stadtbild. Kürzlich hinzugefügt, Einzelbearbeitungen, kürzlich bearbeitet, da habe ich vorhin schon mal welche bearbeitet und dein Papierkorb. Hier unten kannst du außerdem ganze Ordner hinzufügen, also direkt in deine Explorer-Ansicht wechseln und einen ganzen Ordner hinzufügen. Ein Album ist eine Sammlung aus den Bildern, die schon im Katalog vorhanden sind. Hier kannst du ein neues Album anlegen und zum Beispiel Stadt wählen und dann deine ganzen Städtebilder hier einfach hineinziehen. Wenn du die Bilder vorher ausgewählt hast, weil du auf alle Fotos warst und dann ein Album erstellst, werden diese automatisch hinzugefügt. Jetzt gehen wir mal hier in den Ordner rein von Luminar Video. Das habe ich extra schon mal vorbereitet, um da auch ein paar verschiedene Szenen zu haben, die ich euch zeigen möchte. Ein Follower hat mich gefragt, ob in Luminar Neo auch die Metadaten zu sehen sein werden können.
Und ja, hier unten links unter Informationen habt ihr jetzt erstmal die Benennung und wenn ihr hier draufklickt, dann seht ihr hier auch die Metadaten. Also ISO 100, 16 mm, Blende 9, 42 Sekunden belichtet und wurde hier aufgenommen, hat die und die Maße. Also hier unten seht ihr eure Metadaten. Vorher bei Lumina AI waren die unten rechts zu finden. Wenn ihr ein Bild angeklickt habt, könnt ihr auf die Space-Taste drücken, dann wird dieses einmal groß angezeigt und wenn ihr wieder auf die Space-Taste drückt oder auch mit G, also ihr könnt auf die Space-Taste drücken, oder auch mit G wird das wieder klein gemacht. Wenn ihr auf die Space-Taste gedrückt habt, seht ihr hier unten eine Dia-Show und ihr könnt dann einfach mit den Pfeiltasten durch diese verschiedenen Bilder klicken. Hier oben rechts hast du noch die Möglichkeit, dir alle Fotos Favoriten. Favoriten sind die, die ein Herzchen bekommen haben. Also wenn du hier zum Beispiel auf ein Herzchen klickst, dann wird ein Favoritenordner hinzugefügt, den du oben links finden kannst. Und entweder du klickst hier auf den Favoritenordner, dann werden dir die Favoriten angezeigt, oder aber du klickst hier oben drauf und lässt dir so deine Favoriten anzeigen. Außerdem hast du die Möglichkeit, deine Bilder nach der Aufnahmezeit zu sortieren und hast hier auch wieder verschiedene Möglichkeiten wie Dateigröße, Dateityp zum Beispiel und kannst diese danach dann sortieren. Hier unten siehst du jetzt zwei gleiche Bilder und da möchte ich dir auch nochmal zeigen, also Lumina Neo kann RAW-Bilder bearbeiten und auch lesen, das war auch öfters gefragt worden. Das zeige ich euch jetzt hier nochmal und zwar seht ihr auch hier unten links, jetzt blende ich mir die Infos wieder aus, dass das hier das JPEG-Bild ist und das daneben ist das RAW-Bild. Wenn ihr diese Ansicht haben wollt, dass es zwei Bilder sind, dann könnt ihr hier oben auf Darstellung gehen, unter RAW und JPEG-Paare und hier auswählen, ob ihr nur das RAW angezeigt haben möchtet, nur das JPEG oder getrennt anzeigen. Wenn du bei alle Fotos hier jetzt zum Beispiel ein Bild nimmst, das hier ist das RAW, das hier ist das JPEG und eins von den beiden in einen anderen Ordner verschiebst, dann wirst du hier auch beide Bilder wiederfinden. Also da ist es egal, welches Bild du anpackst, es werden trotzdem beide Bilder in diesen Ordner verschoben. Möchte ich jetzt zum Beispiel nur die RAW-Bilder gezeigt haben, dann klicke ich jetzt hier oben drauf und ich habe keine doppelten Bilder mehr, sondern jedes Bild nur noch einzeln und wenn ich hier drauf klicke, sieht man auch hier unten ist das RAW-Bild. Wenn du jetzt mehrere Bilder angewählt hast, siehst du das hier oben, dass zwei Fotos ausgewählt sind und wenn du keines anwählen möchtest, kannst du diese alle abwählen. Außerdem hast du hier oben noch die Möglichkeit zwischen klein, mittel und größter Größe zu variieren. Das ist natürlich einfach Geschmackssache. Ich lasse es jetzt in meinem Fall auf der kleinsten Anzeige. Hier oben rechts hast du die Möglichkeit, dein Bild direkt in der E-Mail, Nachrichten oder auf deinem Desktop zu speichern. Das ist wie gesagt jetzt gerade wichtig, wenn ihr tolle Bearbeitungen gemacht habt, wenn die neue Version kommt, dass du da nichts verlierst. Dann würde ich sagen, schauen wir mal in das Bearbeiten-Modul. Dazu suche ich mir jetzt erstmal ein unbearbeitetes RAW-Bild raus und klicke hier oben auf Bearbeiten. Ich habe mir mal extra eins ausgesucht, wo hier ein paar dicke Sensorflecken drauf sind, um euch die neue Variante der Sensorfleckenentfernung zu zeigen. Neu bei Lumina AI ist, dass das frühere Belichten jetzt bei AI Entwicklung heißt. Und wenn das ein RAW-Bild ist, hast du hier oben ein kleines RAW auch eingeblendet und siehst so sofort nochmal ganz schnell, dass das ein RAW-Bild ist. Dieses Entwickeln-Modul, wenn wir es dann mal aufklappen, hat jetzt deutlich mehr Unterkategorien, als doch es noch bei Lumina AI war. Es sind zwar nicht unbedingt neue Funktionen hinzugekommen und teilweise doppeln sie sich auch, wie zum Beispiel hier die Farbe, findet ihr hier oben, aber auch nochmal hier unten und das ist im Prinzip nochmal genau das Gleiche. Aber die Anordnung ist jetzt doch nochmal etwas anders und hat jetzt eben hier im Entwickeln-Modul viele Bereiche integriert, die vorher weiter unten zu finden waren. Sobald ihr jetzt eine Änderung vornehmt, zum Beispiel einfach mal ein kleines Beispiel, so, dann taucht hier oben jetzt dieses Auge auf.
Ihr seht schon, das ist das Quick Preview und wenn ihr hier draufklickt, dann siehst du den vorherigen Zustand. Ich verdeutliche es jetzt nochmal etwas krasser. Also wenn man hier draufklickt und gedrückt hält, dann sieht man die vorherige Version und wenn man loslässt, sieht man die bearbeitete Version. Dieses Auge findest du außerdem nochmal hier unten und auch da kannst du nochmal lange gedrückt halten, um es auszuschalten und wieder einzuschalten, einfach wieder loslassen. Wenn du hier bei Enhance eine Bearbeitung vornimmst und wieder zurückgehst, dann siehst du, dass hier beim Entwickeln-Modul das RAW verschwunden ist. Das liegt daran, dass du dein RAW-Bild jetzt bearbeitet hast und quasi nicht mehr als RAW-Bild vorhanden ist. Um das zu finden, kannst du hier oben auf Edits gehen. Das ist jetzt auch neu und dort findest du quasi alle deine Bearbeitungsschritte und kannst diese auch bearbeiten, erstmal anschauen, bearbeiten und auch teilweise bearbeiten. Zum Beispiel jetzt hier einfach wieder ein Teil rausradieren, wenn dir irgendetwas zu stark geworden ist. Und du findest hier unten wieder die Entwicklung von deinem RAW-Bild. Das heißt, möchtest du wieder Bearbeitungsschritte in deinem RAW-Bild verändern, dann musst du hier reingehen, um dort wieder hinzukommen. Wenn du jetzt wieder zurück auf Werkzeuge gehst, wirst du sehen, dass hier keine Bearbeitung mehr ist und du jetzt sozusagen wieder eine neue Bearbeitung auf dein Bild neu legst. In meinem vorherigen Video über Lumina Neo habe ich schon mal das Radieren-Werkzeug vorgestellt und hier hast du es jetzt schon. Radieren ist natürlich eine Mega-Sache und hier unten hat sich bei Objektentfernung, das muss man eventuell auch nochmal aufklappen, die Stromleitung entfernen und Staubflecken entfernen versteckt. Hier drückst du einfach einmal drauf, musst jetzt warten, bis die Intelligenz sozusagen herausgefunden hat, wo deine Staubflecken sind. In dem Fall ist hier und hier und hier und hier. Also es sind schon einige Staubflecken, so wie der hier oben, zu finden und diese analysiert er jetzt und wird sie rausretuschieren. Das hat er jetzt schon super hinbekommen. Da kann man jetzt nochmal reingehen und überprüfen, ob auch wirklich alle Staubflecken raus sind. Aber das schaut doch schon sehr, sehr gut aus. Wenn ihr Stromleitungen hättet, könntet ihr hierüber die Stromleitung entfernen. Wenn du jetzt noch Flecken hast, die er nicht erkannt hat, dann ist es etwas anders wie in Lightroom. Da habe ich beim ersten Mal etwas drauf gewartet, deswegen erwähne ich es hier nochmal. Du drückst einmal drauf und musst aber dann nochmal hier auf Radieren klicken, damit das auch wirklich radiert wird. Ansonsten passiert nichts. Möchtest du das rückgängig machen, kannst du hier oben einfach auf den Pfeil zurückklicken. Eine weitere tolle Neuerung ist hier unten die Neubelichtungs-AI. Auch diese habe ich schon mal kurz vorgestellt, aber werde sie jetzt hier nochmal ansprechen. Und zwar regelt ihr hier unten die Tiefe, wie weit das Bild vorne oder hinten beleuchtet werden soll und wie hell in der Helligkeit nah es werden soll. Also hier kann ich jetzt die Helligkeit nah wählen. Ich mache mal die Extremen, damit es deutlich wird. Helligkeit fern, also das ist jetzt der obere Teil. Und wo sozusagen der Übergang vom oberen und unteren Teil ist, könnt ihr hier verschieben. Also der verschiebt sich jetzt sozusagen nach oben, wo der obere und der untere Teil sein soll. Gerade bei Bildern wie hier, wo man den Horizont sehr gut erkennt, sind diese Funktionen wirklich sehr hilfreich. Hier unten auf erweiterte Einstellungen kannst du noch Halos entfernen, wenn denn welche entstanden sein sollten. Oder auch die Farbtemperatur nah noch etwas anpassen oder die Farbtemperatur fern noch etwas anpassen. Dann gehen wir nochmal zurück in den Katalog und ich möchte euch gerne nochmal ein Porträtbild zeigen. Denn auch hier kann man bei der kreativen Neubelichtung sehr gut erkennen, dass die Person erkannt wird. Also hier wird schon durch dieses AI, Artificial Intelligence, geschaut, wo die Umrandungen meiner Person sind und kann direkt auf diese Person Einfluss nehmen. Also hier weiß das Programm, was auch wieder theoretisch was vorne und was hinten ist, aber es wird nicht nur einfach in die Bildbereiche aufgeteilt, sondern geschaut, was ist mein Hauptmotiv und was ist mein Hintergrund. Da kann ich jetzt zum Beispiel den Hintergrund noch etwas ins Blaue ziehen, dadurch wirkt der Schnee nochmal etwas feiner bzw. reiner, finde ich. Und zu Männern passt blaue Farbe sowieso immer ganz gut und kann dann, wenn ich es möchte, hier unten bei Haut AI weitermachen, entfernen, also von der Menge her und Glanz entfernen. Das Haut
Tool möchte ich gerne an diesem Bild nochmal ausprobieren, weil man da hier doch ein paar Poren hat. Und auch da wollte ich es jetzt gerne einmal ausprobieren, wie gut bei einem halben Gesicht das Programm das halbe Gesicht erkennt. Und auch da sieht man, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Können wir auch Beseitigung von Schönheitsfehlern nochmal anklicken. Einfach mal, um extrem zu zeigen. Das gefällt mir hier eigentlich schon ganz gut. Da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie die Helligkeit nah und fern aussieht. Denn eigentlich ist ja das Pferd das, was am nächsten da ist. Und da hätte ich gerne mal gesehen, wie er jetzt da von der Artificial Intelligence... Okay, da sieht man schon, da sind noch ein paar Fehler. Hier oben sieht man das jetzt, dass er das nicht ganz gut ausmaskiert hat. Aber man kann ja selber auch noch ein bisschen nachhelfen, wenn man das möchte. Gut, also ist klar, irgendwo stößt die Artificial Intelligence auch an die Grenzen. Mein Fazit für diese Lumina Beta-Version ist, es ist ein super Programm. Man kann sich wirklich sehr viel Arbeit in schneller Zeit ersparen. Und ja, man sieht natürlich trotzdem, es gibt ein paar Hürden hier und da für das Programm noch. Artificial Intelligence wird noch nicht jedes Bild von dir erkennen und du wirst bei dem einen oder anderen Bild selbst Hand anlegen müssen. Und ich finde, das ist auch ganz gut so, dass es doch nicht ganz so einfach ist, sondern dass man doch hier und da nochmal selber was machen muss. Was meinst du? Gefällt dir das Programm? Und hast du es dir schon gekauft? Schreib es mir mal in die Kommentare. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann, deine Janina.